Hallo und herzlich willkommen hier in der Brickworld zu einem weiteren Update und wir machen genau dort weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir haben das letzte Mal hier vorne die neue Haltestelle für die Straßenbahn gebaut, außenrum ein bisschen weitergearbeitet und wir gehen jetzt einfach rechts weiter Richtung Bahnhof und werden uns um diesen Bereich kümmern. Vielleicht auch um den Bereich hier vorne, da muss auch noch ein bisschen was gemacht werden. Wir schauen einfach mal, wie weit wir heute kommen, was wir schaffen und wie das Ganze aussieht. Ich bin gespannt. Ich gehe ein bisschen auf eure Ideen etc. ein, wie immer natürlich. Und wir machen heute wieder ganz dem Motto Lücken füllen weiter, denn Lücken füllen ist eine Sache, die ich einfach hier vorne auf dieser großen, momentan noch Hauptplatte gerne machen möchte. Und da werden wir jetzt heute auch wieder weitermachen. In dem Bereich, das heißt wieder viel Arbeit am Boden, viel Arbeit, was Grünes hinzu und ein bisschen überlegen, wie wir hier weiterbauen. Ich hoffe, ihr bleibt dabei und gleich geht's los. Hier seht ihr jetzt meine Grundidee für diesen Bereich. Und ihr seht, gerade Formen sind hier ziemlich out. Ich habe jetzt hier ein Beet, eine Grundkonstruktion für ein Beet angelegt. Hier gehen wir relativ gut an der Form der Schiene entlang. Ist natürlich jetzt ein bisschen angenähert, natürlich, weil es nicht hundertprozentig funktioniert. Aber es sieht gut aus, finde ich auf jeden Fall. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, machen wir doch auch noch so einen kleinen Bogen mit rein. Das sieht dann auch noch mal ein bisschen hübscher aus mit dem Schwung hier drin. Das Ganze wird jetzt aufgefüllt, dass wir eben hier braun haben ganz oben und dann wird das Ganze bepflanzt, auch ein bisschen überhängt, damit es dann auch hübscher aussieht. Und ich glaube, das bringt dann nochmal so einen sehr schönen grünen Flecken hier rein in die ganze Geschichte, weil dahinter wird ja dann sehr viel Kopfsteinpflaster wieder sein, das heißt, es wird wieder sehr, sehr viel grau werden und ich glaube, das Grün lockert allgemein, wenn wir jetzt mal hier so reinschauen, das ganze Graue ein bisschen auf, macht das Ganze hübscher, wohnlicher, bringt mehr Farbe rein und was ich auch noch gemacht habe, seht ihr hier vorne, ich habe hier den Gehweg hier am Zebrastreifen abgesenkt, dahinter nochmal dieses Leitsystem angebracht, das eben ja, für Leute, die eben schlecht sehen oder gar nicht sehen, zeigt, dass es hier runter geht. Machen wir auf der anderen Seite dann demnächst auch noch. Habe ich beim ersten Bauen des Zebrastreifens total vergessen, das hier einzubauen. Machen wir aber hier auf jeden Fall noch. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal hier mit dem Beet weiter. Das wird auch noch eine interessante Geschichte. Aber wenn wir es erstmal von oben anschauen, sehen wir, dass hier gerade Formen eher selten sind. Es sieht vielleicht gerade nicht so aus, aber ich habe hier gerade wirklich einiges an Zeit reingebracht und verbraucht, denn ich hatte gemerkt, dass es hier einfach noch viel zu dunkel ist. Denn wir haben die Lichtquellen hier drüben von der eigentlichen Haltestelle und das nächste Licht ist diese Straßenlaterne, die hier vor allem den Fußgängerüberweg, den Zebrastreifen beleuchtet. Und hier war es eigentlich relativ dunkel. Das ist mir bisher nie so aufgefallen. Deshalb habe ich jetzt hier noch so eine kleine, ich gehe mal ein bisschen runter, eine kleine Laterne hingebaut, die einfach nur ein bisschen größer ist als so eine Figur, die jetzt einfach hier nochmal ein bisschen Licht reinbringt auf dem Weg nach da hinten. Dazu musste ich aber, das war das Problem, hier fast alles nochmal aufreißen, das habe ich euch jetzt erspart. Ich musste die ganze Haltestelle aufmachen, den Boden darunter aufmachen, denn der Verteiler ist ungefähr hier drunter. Das heißt, da geht ein Kabel jetzt hier rüber, hier unten durch und man sieht es natürlich wieder nicht, das ist ja mein großes Ziel, dass man die Verkabelung auf keinen Fall sehen soll. Und es hat geklappt, auf jeden Fall. Es war nur sehr, sehr viel Arbeit. Gleichzeitig habe ich es aber auch endlich geschafft, das hier jetzt alles so weit aufzufüllen, wie es geht. Dadurch sieht man jetzt natürlich durch die Rundung, können wir natürlich nicht komplett bis zum Rand, aber man sieht jetzt hier vorne schon, wo ich schon ein bisschen angefangen habe mit den Blättern, dass es einfach sich sehr gut ergibt, dass man das dann nicht mehr so sieht. Aber man sieht auf jeden Fall hier unten die schöne Rundung von hier vorne. Das bringt einfach nochmal ein bisschen mehr, ja, raus aus dieser 90-Grad-Noppenoptik, was vor allem hier vorne ja so gut versucht wird, zu unterbinden wie möglich. Also wenn ich nochmal nach oben gehe, dann seht ihr mal, dass hier sehr viele Rundungen drin sind. Hier die Rundung natürlich von der eigentlichen Kurve. Da hinten wird es natürlich auch rund durch alles Mögliche. Und dann jetzt hier nochmal diese Doppelrundung. Also da haben wir auf jeden Fall einiges an Rundungen und das gefällt mir auf jeden Fall gut. Auch jetzt schon, wie sich das entwickelt. Und auch diese etwas grüne, in Anführungsstrichen, Oase hier vorne, die jetzt ein bisschen das ganze Grau durchbricht, gefällt mir. Ich mache auf jeden Fall weiter.
werde jetzt hier mal das ganze Beet hier fertig machen. Mal schauen, ob da jetzt noch irgendein Baum oder dergleichen reinkommt, vielleicht ein höherer Busch. Nicht zu hoch, denke ich, weil ja auch dann die Straßenbahn hier nicht mehr so gut sehen kann, was da vorne am Zebrastreifen ist. Aber ich baue auf jeden Fall weiter. Ich quatsch zu viel, ich baue weiter. Ein kleines Zwischenupdate für euch. Ihr seht, die Grünfläche ist fertig. Ich habe jetzt hier noch einen Baum reingesetzt, der war ursprünglich mal hier vorne, aber hier vorne möchte ich mit den Bäumen noch was anderes machen. Das habe ich den jetzt einfach mal recycelt und hier hinten reingebaut. Ich gehe mal mit euch runter, dann seht ihr das Ganze noch mal ein bisschen genauer. Ich habe hier noch einen Autoreifen reingeschmissen. Der ist mir zufälligerweise in die Hand gefallen. Ich dachte, den schmeiße ich jetzt einfach mal da rein. Irgendjemand schmeißt immer irgendwo seine Autoreifen hin. Könnt ihr mir gerne noch Kommentare schreiben, ob das eine doofe Idee ist oder ob es doch realistisch ist. Jedenfalls habe ich jetzt den Bereich hier vorne soweit fertig. Hier kommen auf jeden Fall gleich noch ein paar Figuren hin, aber ich habe auch gerade schon mal angefangen, hier das Kopfsteinpflaster anzufangen, denn ab der Grenze fängt auch hier das Kopfsteinpflaster an. Der Übergang ist ein bisschen schwierig, weil hier durch die Trixbricks, Schienen hier ein bisschen Unterschied in den Noppen ist. Das habe ich aber, glaube ich, ganz gut lösen können. Und eine Sache noch, Licht natürlich wie immer von meinem Beleuchtungspartner Illuminate Your Bricks. Oben rechts seht ihr da wahrscheinlich jetzt gerade den Link, ebenso unten in der Videobeschreibung. Das Ganze, was ich hier beleuchte, ist mit Illuminate Your Bricks beleuchtet und ich kann einfach sagen, ist ein super System, habe ich auch schon benutzt, bevor ich von denen gesponsert wurde. Also ja, auf jeden Fall ein gutes System. Aber eigentliches Thema zurück. Ich baue jetzt hier weiter, wahrscheinlich noch bis am Kopfsteinpflaster. Figuren kommen auf jeden Fall auch noch dazu. Dann ist nämlich der Bereich hier vorne soweit fertig. Und hier seht ihr jetzt das Endergebnis für heute. Ich habe jetzt hier nur noch ein bisschen am Kopfsteinpflaster gearbeitet, einfach weil ich mir noch ein bisschen Steine besorgen muss, um da wieder ein bisschen mehr Abwechslung reinzukriegen, denn ich habe nicht mehr so viele verschiedene da, deshalb werde ich mir da erstmal was besorgen und in absehbarer Zeit da weitermachen. Ihr seht aber jetzt, wie hier noch ein paar Figuren dazugekommen sind und dadurch, dass es jetzt ein bisschen dunkler im Raum ist, seht ihr auch, wie die neue Lampe hier ordentlich Licht an die Stelle bringt, an der eben vorher das Licht gefehlt hat. Es sind noch ein paar Figuren dazugekommen, das müssten alles nochmal Figuren sein, die beim letzten Mal so rausgekommen sind, als wir die alte Haltestelle weggerissen haben. Das sind alles Figuren von der alten Haltestelle noch, aber ich finde, es sieht jetzt doch besser aus. Ich habe jetzt hier nochmal eine Flasche reingetan, die habe ich noch in der Hand bekommen und reingetan. Ansonsten gefällt es mir eigentlich ganz gut. Und man hat jetzt wieder einen Abschnitt, der hier fertig ist. Diese Insel sozusagen ist jetzt komplett fertig. Mir gefällt es auf jeden Fall. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Und ich gehe jetzt noch mal kurz runter. Dann sieht man jetzt mal noch mal ein bisschen den Blick so nach hinten zum Bahnhof. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz schöne Geschichte. Was ich auf jeden Fall noch von euch gerne wissen würde, ist, was machen wir eigentlich in diesem Bereich? Wir wissen natürlich, dass wir hier sozusagen die Zufahrtsstraße noch haben. Aber was machen wir eigentlich in diesem Bereich hier und was machen wir hier? Denn die Lücke hier, also der ehemalige Eingang nach unten in den U-Bahn-Bereich, der kommt ja hier weg. Deshalb ist ja hier auch kein Loch reingeschnitten in die Platte. Was können wir da noch reinmachen? Habt ihr Ideen? Was können wir hier noch machen? Das ist natürlich nicht das Große, ist auch nicht Teil wirklich des Marktes, denn der soll auf der linken Seite der Schiene bleiben natürlich, damit das jetzt hier nicht dauernd die Leute rüberlaufen, nur um jetzt zu einer anderen Bude zu kommen. Da könnt ihr auf jeden Fall gerne noch was schreiben. Ansonsten entlasse ich euch sozusagen heute mit ein paar Blicken auf den aktuellen Stand des Ganzen. Mir gefällt es, wie gesagt, ihr schreibt gerne in die Kommentare wie immer alles, was ich mich an euch heute gefragt habe und natürlich auch alle eure Meinungen etc. Und ich sehe, dass die Zuschauerzahlen und auch die Abonnentenzahlen enorm steigen. Also die 10.000, denke ich, sind im November dran. Da freue ich mich und ich plane jetzt schon langsam ein wenig, was da so zu sehen sein wird. Könnt ihr auch gerne Kommentare schreiben, was ihr denn gerne in einem 10.000 Abo-Special sehen wollt. Ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Treue und dann nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr eben bei diesem Projekt dabei seid. Und dann bleibt mir nur zu sagen, viel Spaß beim selber bauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.